wer bin ich, Eduard? Er selbst wusste nicht, wer er ist. Warum haben wir gesammelt? Weil keiner es sammelt. Schönheit ist mein Prinzip. Das sind 46 Blätter. Und das ist nicht jetzt, um eine Sammlung herzustellen, sondern man hat damit immer sich menschlich auch so dann auch damit befasst. Mit Tübke, der war sehr schwierig und ängstlich und ich habe mich immer als Klassenfeind vorgestellt, gesagt, ich komme von der Zeitung, die nun gar nicht mit euch kann. Und da bat er einen sogar, seinen Namen nicht zu erwähnen in der Zeitung. Das ist ja schädlich. Ne? Der eigentliche Mauerbrecher war ein Italiener. Der hatte eine sehr renommierte Galerie in Mailand. Er hieß Emilio Bertonazzi. Da habe ich erworben eine der Zeichnungen, die jetzt im Städel sind, am Strand von Sukhumi. Da sitzt er, dann kommen diese ganzen Badegäste angetaumelt wie in so einem Reigen. Und dann, was eben bei ihm ganz wichtig ist, was mich auch sehr berührt hat, der hat immer was Transzendentes. Da kommt so ein Lichtstrahl von oben links. Das hat er auch gesagt. Er könnte sich hier nicht verstehen, sondern er hätte Kontakte in eine andere Welt. Und wenn Sie die durchgucken, das sind überall fast Lichtstrahlen. Also irgendwas kommt da immer. Der Mann hat so verschieden geschaffen. Ja, da ist dieses kleine Bild, was ganz entzückend und schön ist, ein Mädchen mit Maske. Das ist so ein Aquarell. Maske und Gesicht verschmelzen. Er selbst war ja auch eine gewisse Maskerade. Er hat sich ja auch gerne so auch als Harlekin oder überhaupt. Er selber wollte sich nicht so zeigen. Er sprach ungern über seine Sachen, muss ich dazu sagen. Man muss es aus ihm rausquälen. Am meisten faszinierte mich natürlich der Dr. Jo Schulze über die Justiz im Dritten Reich und die Judenpassion. Das hat mich gerüttelt und geschüttelt. Da hat er erst ganz konservativ so ein Altarbild mit Seitentafeln und Predella. Unten ist natürlich so ein Holbeintoter. Ne? Und dann die Passion, wirklich. Also wie sie abgeholt werden, die Juden, wie sie über die Straßen getrieben werden, wie sie verladen werden, wie sie im KZ ankommen, wie sie da im Gas sind. Und also ganz furchtbare Sachen. Ne? Dann hat er einen Zyklus von 13 Bildern und 65 Zeichnungen gemacht dazu. Und das finde ich auch so skandalös, dass er noch nie ausgestellt worden ist, ne? Im Westen. Kann man überhaupt nicht begreifen. Und der hat sich da reingekniet. Der hat 3, 4 Jahre nur das gemacht. Ne? Und das hat mich ehrlich gesagt als Westdeutschen, der eben da westlicherseits was vermisse, sehr affiziert. Dass das so Provinztypen, die da eingekapselt waren, ist großer Quatsch. Der Mann ist mehr gereist als die anderen. Ikarus über dem Vitosha-Gebirge. Vitosha-Gebirge ist in Bulgarien. Und da ist er mal gewesen. Was ist da der Hintergrund? Das ist das alte Thrakien in der Antike. Ne? Und da aus Thrakien stammte der Spartacus, ne? Der sich dann hochgearbeitet hat bis Rom und diesen Sklavenaufstand gemacht hat und so. Und das ist für ihn die gescheiterte Revolution. Da lässt er den als Ikarus abstürzen. In dem Vitosha-Gebirge in Thrakien. Ne? Also das muss man alles wissen. Das war im Grunde Monologe, die er mit sich führt, aber so hintergründig war. Und das haben sicher viele intelligente Leute verstanden auch. Ne? Und dann gibt es ja noch die schöne Episode, das letzte Mal, das war schon kurz vor Torschluss, 88 oder so, da haben wir ihn zum Bahnhof gebracht. Wir haben ihn wirklich an die Hand genommen, damit er nicht verloren geht und so, in den Zug gesteckt und da konnten wir noch die Fenster runter machen und da war gerade Herr Reagan, wie der Reichanowski immer sagte, Reagan, der hatte gesagt, das Reich des Bösen. Ne? Und da steht der Typ da am Fenster und sagt, jetzt geht's zurück ins Reich des Bösen.